Welcome back. Wir sind in Kanada zurück. Wir haben nach unserer 36-Stunden-Anreise über Tokio und Denver jetzt so 8 Stunden geschlafen. Ich glaube, wie Steine. Einfach hingelegt, Augen zu und... Wir hätten auch weiter schlafen können, aber auf der anderen Seite sind wir zu aufgeregt, weil wir holen jetzt erstmal unseren Van. Ne? Wir fahren jetzt hin und sind tierisch gespannt, was uns da so erwartet. Vor 2 oder 3 Wochen hat es hier wohl noch minus 40 Grad. Heute haben wir so 0 Grad. Das heißt 40 Grad mehr, ist ja fast Sommer. Ich habe auch schon Kanadier in kurzer Hose gesehen. Und ja, mal gucken, wie er das alles so verstanden hat. Es ist so, ihm gehen so viele Gedanken durch den Kopf. So, was ist damit, was war damit? Und geht halt wieder direkt an. Ja. Ihr werdet mit dabei sein, ihr werdet sehen und wir auch. Sind, wie gesagt, tierisch gespannt, freuen uns auf Fotobeule, auf Abholen, auf wieder mit ihm fahren und jetzt geht erstmal los. Die Familie. Wir haben den überschüssigen Betrag noch bezahlt. Wir hatten ja anfangs nur für 5 Monate Storage bezahlt. Aber niemand will Mitte Februar schon das Auto abholen. Sind jetzt ja mit Mitte März und von daher mussten wir noch ein bisschen was zahlen. Und jetzt haben wir ja unseren neuen PIN-Code bekommen, um aufs Gelände zu gehen. Und die Spannung steigt, die Spannung steigt. Und da öffnet sich das Tor. Ihr seht, es sind auch noch so ein paar Schneereste da. Hat es ja vorhin schon gesagt, vor ein paar Wochen hatte es hier, das weiß, noch minus 40 Grad. Jetzt schon deutlich wärmer. Wir hatten hier so ein kleines Winter-Wonderland erwartet. Waren ein bisschen enttäuscht, als wir mit dem Flieger reingekommen sind. Gleich kommt er. Oh, da Segen schon. Du siehst schon? Oh, da Segen schon. Oh. Leute, da ist er. Aber die Plane ist weg. Naja, hängt halb drauf. Wow. Na, das hat er auf jeden Fall gut gehalten. So, es war ja tierisch kalt, also gucken wir erstmal, ob hier irgendwie grob im Motorraum noch alle tutti buongiorno ist. Und unser Kühlmittel ist augenscheinlich immer noch ausreichend Kühlmittel gewesen und nicht mehr nur Wasser. Es bewegt sich zumindest noch, es ist immer noch was im Ausgleichsbehälter, Bremsflüssigkeit hat auch noch nicht genug Wasser gezogen, um dass es irgendwie hätte frieren können. Motor ist noch da, hat uns niemand weggenommen. Die Tür war offen. Also. Und unsere Schiebetür hat sich unten, hat den Türgummi ein bisschen rausgezogen, weshalb sie unten offen ist. Oben aber fest verschlossen, da haben wir jetzt gleich noch ein bisschen Theater, aber wir werfen die Hütte erstmal an, und, also wir versuchen es. Und dann schauen wir, dass wir die aufkriegen. Aber so sieht der Innenraum erstmal okay aus, würde ich sagen. ja, wir waren ein bisschen Schwein und haben das irgendwie ganz schön dreckig hinterlassen. Das ist richtig, ist mir fast ein bisschen selber unangenehm, für mich selber. Ja, aber jetzt machen wir erstmal den Moped an und dann kicken wir mal. Also wir gucken, ob es angeht. So, Batterie ist angeklemmt. Schlüssel geht drin. Hallo. Young ist raus. Ich weiß nicht. Ja, weil er der Er Beste ist. lebt! Er lebt! Okay. Ja, zieh mal. Okay. Gut, jetzt drücke mal. Ja. Drück mal am hinteren Ende der Tür. Immer mit der Schulter kräftig gegen. Auf Höhe der Schiene, da ist dann. Nee, ich komme mal wieder raus. Hat wohl noch nicht funktioniert. Nee. Hat es noch nicht. Ja, Alex baut gerade hinten noch die Heizung aus, weil die noch ein bisschen repariert werden muss. Die ist nämlich nicht mehr ganz dicht, also der Boiler, egal. Und ich
versuche hier drin ein bisschen aufzuräumen. Wir wollen einmal alle Klamotten, die wir noch haben, mit ins Hotel nehmen und nochmal aussortieren. Also alles das, was wir jetzt aus Deutschland gebracht haben, was uns geschickt wurde und was schon im Auto war. Und ein bisschen Müll aussortieren gleich, so dass es dann in ein paar Tagen losgehen kann. Die Schränke wirklich einmal komplett leer, sodass wir das dann neu einsortieren können. Aber auch hier sieht es aus, als hätten wir keine Feuchtigkeit reinbekommen. Falls es euch interessiert, Öl friert nicht bei minus 40 Grad. Hui, noch mehr Scheiß. Alter Vater, wie viel Zeug? Ja, wir konnten unsere Tür reparieren. Sie geht also wieder auf. Und das Wetter ist absolut herrlich. Also wir haben so 12, 13 Grad, die Sonne scheint und es ist richtig toll. Aber ihr seht bei uns trotzdem etwas betrübte Gesichter. Ja, wir wollten eigentlich morgen die Stadt verlassen und uns aufmachen. Wir haben Glück. Es soll das Wochenende noch richtig geiles Wetter sein. So Sommer, Winter. Und wir wollten auf den Icefields Parkway fahren. Also so Banff, Jasper, da waren wir ja schon mal, aber eben im Sommer. Und diesmal sollte das mit Schnee sein, aber Sonne. Und wollten über den gefrorenen, hey, da war eine Maus, über den gefrorenen Lake Louise laufen. Naja, anyway, das wird so nicht passieren. Denn wir haben das Auto abgestellt mit einer sich ankündigenden Kupplung. Und als wir jetzt da vom Hof rollten, merkte man schon so, okay, irgendwie, hatte man ja nicht mehr so in Erinnerung. Aber es ist so richtig, also so mit Kacke, muss ich sagen. Also somit, wir können eigentlich nicht mal mehr in der Stadt fahren. Die Gänge gehen einfach kaum noch rein und es klingt auch alles super ungesund. Also du willst das Auto einfach nicht bewegen, weil du es natürlich nicht noch kaputter machen willst. Aber wir fahren ja einen VW-Crafter. Und der fährt hier nicht. Richtig. Heißt also auch, wir kriegen die Ersatzteile hier nicht ran. Müssen also die Ersatzteile zuerst aus Deutschland bestellen und uns liefern lassen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einer Werkstatt, die das sich dann auch noch traut einzubauen. Wir müssen jetzt also eine Werkstatt finden und uns das Zeug liefern lassen. Und uns natürlich irgendwie auch eine Art Unterkunft nehmen, weil das ist wohl sehr kurz, dieses Phänomen mit diesem Sommer. Deshalb hatten wir uns auch so gefreut auf die Berge. Es wird nämlich wieder dann kalt zum Ende der nächsten Woche. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal zu oft gestern gesagt, dass wir Calgary ganz schön finden und uns vorstellen könnten, hier ein bisschen. Weil da sagten wir noch, da war noch alles also okay. Da wussten wir müssen die Kupplung reparieren. Aber wir dachten, es hätte Zeit. Ja, und da haben wir ein paar Mal gesagt, es wäre eigentlich auch nett, hier vielleicht mal im Winter zu verbringen oder ein bisschen länger zu sein, weil irgendwie ist die Stadt doch super sympathisch und ich glaube, wir haben das einfach. Ja, man muss ja aufpassen mit seinen Wünschen, die könnten in Erfüllung gehen. Ja. Naja, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir machen jetzt mal weiter. Ja, schade. Erste Anlaufstelle hat Wochenende frei. Ich weiß nicht, ob hier der Wohlstand ausgebrochen ist. Zu meiner Zeit in Kanada haben die noch eine 6-Tage-Woche gehabt. Haben sie sich verdient, dass sie das Wochenende frei haben. Ist cool. Nicht, wenn man sie braucht. Ja, wir gehen jetzt mal zu VW und gucken mal, ob die vielleicht die Teile ein bisschen zackiger rankriegen, als wenn wir das in Deutschland bestellen und erst hierher schicken lassen müssen. Das wird also jetzt unsere nächste Anlaufstelle. Dazu gehen wir jetzt mal 4 Kilometer noch mal die Straße runter. Aber seien wir ehrlich, keine großen Hoffnungen. Nee, große Hoffnung haben wir nicht. Aber wir probieren das.
Ich habe eine Rose Wir gepasst. sehen uns bei VW. Wir waren nicht nur an der EN-Werkstatt, sondern sind noch weiter und waren bei VW. Die haben lustigerweise ja keinen Zugriff auf die Teile. Wir haben ihnen die Original-Teilenummern zur Verfügung gestellt, aber damit konnten sie nicht anfangen. Und Entschuldigung. sind danach noch zu Canadian Tire und haben da nochmal nachgefragt. VW wäre im Prinzip in der Lage, das zu bearbeiten. Allerdings wissen sie nicht genau, ob unser Auto da drin passt in die Halle. Hochkriegen würden sie es wohl mit ihrer EN-Bühne schon, aber da passen wir eventuell nicht rein von der Länge her. Die anderen sind zu klein, da passen wir nicht rauf. Wir schicken ihm jetzt nochmal alle Details per Mail. Er war sehr hilfsbereit, zeigte uns dann auf die Werkstatt und schon gewillt, uns zu helfen. Aber er weiß es halt nicht so genau. Wir waren dann bei Canadian Tire, das ist sowas wie, heißt es, ja, so ein Baumarkt. Canadian Tire hat alles. Die können alles. Ihr wisst, wir waren schon da beim Ölwechsel in Weithorst das letzte Mal. Die können das theoretisch machen. Die haben halt auch immer, also das ist ein Grundsatzproblem, dass die halt hier dieses Auto nicht haben. So, auch die müssen halt immer irgendwas in ihr System eingeben. Er hat es jetzt mit einem vergleichbaren Auto gemacht, weil der Mercedes Sprinter ist ja baugleich, mehr oder weniger. Und damit wären sie in der Lage, es zu machen. Es kostet natürlich ein Vermögen. Die nehmen gut 200 kanadische Dollar hier die Stunde. Aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Selber machen können wir es nicht. Ja, wir haben jetzt noch eine Werkstatt, also die ja heute geschlossen war. Da können wir es Montag früh noch mal versuchen, ob die es machen können. Die sahen sehr klein aus, aber du hast halt vorne nur den Laden gesehen, ob die das Auto hochkriegen. Das ist halt die Hauptproblematik. Grundsätzlich machen könnte das jeder. Es geht halt immer nur darum, dass das Auto irgendwie hoch muss. Und dafür brauchen sie die passende Bühne. Aber gut, es gäbe Canadian Tire, der wirkte überzeugt davon, dass sie das machen können. Und die sind auf jeden Fall groß genug, um das Auto hochzuheben. Sie haben alle Kapazitäten und wir jetzt auch ein kleines Mittag, ja, weil wir sind echt viel gelaufen. Ja, und wir waren wieder bei TNT, der Asia-Supermarkt. Ich glaube, den haben wir ein paar, die uns schon länger folgen, die kennen den. Da waren wir schon mal und da haben wir uns jetzt Thai Milk Tea gekauft zur Beruhigung. Und auch Essen. Aber wir haben noch eine Quiche von gestern und die wird als erstes essen. Ja. Kriegst du den da rein? Also, Natürlich. Nee, funktioniert. Oh, sagt er ganz großkotzig natürlich. Und dann 1, 2, 3. Scheiße. Na klar kriegt er den da ran. 1, 2, 3. Klar kriegt er. Ja, easy going. Und? Der schmeckt. Wir sitzen im Auto, haben die dicke Jacke an, weil die schöne Sonne von unserer ersten Tour, wo wir eine Werkstatt gesucht haben, ist, wir nennen es passé. Der Winter ist zurück, es schneit und wir fahren jetzt das Auto. Wir durften Gott sei Dank noch ein bisschen hier stehen bleiben auf dem Hotelparkplatz. Wir fahren jetzt das Auto zu einer Werkstatt, wir haben eine gefunden. Die sind zuversichtlich, dass sie das schaffen. Die Kupplung ist unterwegs. Danke, Papa. Und Danke, Mama. dann wird es hier hoffentlich zeitnah umgebaut und wir können weiterfahren. Wir haben ein Apartment, da ist Kamaut drin, da ist schön warm. Das zeigen wir euch dann einfach, wenn wir wieder da sind. Jetzt geht's erstmal zur Werkstatt.
mittlerweile Freitag und das eigentlich für Mittwoch erwartete Paket. Es befindet sich in der Zustellung, wir haben Hoffnung. Aber wir sind immer noch in Calgary. Ihr seht es an unserem Look. Und noch hinter uns. Es ist kalt, es ist weiß. Und ich bin froh, dass wir auf jeden Fall überwintert haben in Südostasien. Wir kriegen noch einiges an Schnee jetzt auf die nächsten Tage. Es sollen wohl noch fast 30 cm fallen. Und ja, wir haben ja nichts zu tun. Also doch, wir haben viel Arbeit, aber nutzen natürlich auch immer so ein bisschen die Zeit zum Rausgehen. Essen. Und wer uns schon eine Weile folgt, der hat vielleicht das letzte Calgary-Video gesehen. Da waren wir in so einem italienischen Supermarkt. Die fanden wir richtig cool. Aber der war halt, ich sag mal, fancy, auf jeden Fall teuer. Und jetzt haben wir den bei Too Good To Go entdeckt und haben uns eine Tüte gekauft für $4,99. Die holen wir jetzt immer ab. Ja, guck mal, was da drin ist. Packen die da mit euch aus. Dann sind wir mal alle gespannt und wir haben auf jeden Fall was Leckeres zu essen. Ja, wir müssen noch ein Close-Up von deinem Bart machen. Tüte gesichert. Wir hätten auch schon wieder den halben Laden leer kaufen können. Die haben einfach so coole Sachen. Für Käse, glaube ich, ist es sogar relativ günstig im Vergleich zu den normalen kanadischen Supermärkten. Aber sie haben natürlich auch jede Menge Fancy-Kram. Wie gesagt, Tüte knapp $4. Der Wert soll mindestens bei $18 liegen. Und sie fühlt sich so an, als wäre nicht nur ein Croissant drin. Aber ihr müsst bis wir zu Hause sind warten, damit wir das auspacken. Da müssen wir jetzt erstmal hinlaufen. Das sind so 40 Minuten. Das müsst ihr euch nicht alles angucken. Da steht ein FedEx-Wagen. Ich würde ihn so gerne fragen, ob er unser Paket hat. Aber, naja. Okay, bis gleich. Wir sind wieder zu Hause oder im Apartment. Schauen wir mal, was wir ergattert haben. So, Nummer 1 sieht aus wie so eine Pizzaschnecke, würde ich sagen. Ja, riecht nach Pizza. Dann haben wir Date Square, irgendwie süßes Dattelgebäck. Kostet normalerweise $4,69. Dann haben wir ein Pumpkin Spice Loaf, also Kuchen. Und dann haben wir noch mehr Kuchen. Ich würde sagen eine Apfeltart. Ja, Apfel. Das ist alles. Es ist ein bisschen süßlastig, würde ich sagen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich würde interessieren, was das ist. Ich rieche da mal dran. Looks interesting. Ihr seht, wir sind wieder draußen. Warum? Wir haben das Paket. Die Kupplung ist da. Hilfe nahte. Wir fahren jetzt noch zur Werkstatt und geben die Teile ab. Der Mechaniker, der Glückliche, welcher das machen soll, der ist bloß bis 14 Uhr da gewesen. Aber so kann er dann halt am Montag einfach schon damit direkt losstarten, weil der fängt um 6 Uhr an. Und naja, jetzt heißt es nur Daumen drücken, dass es auch das richtige Zeug ist. Aber da hinten kommt der Bus und wir fahren jetzt erstmal rüber. Ja, wir haben den Bus wieder verlassen. Ihr seht, das Paket habe ich schon mal eröffnet. Ich war ein bisschen gespannt. Und was soll ich sagen? Plasteteile sind nicht für den Versand geeignet. Unser Zentralausrücklager, welches ja offenkundig kaputt ist, unter anderem
ist jetzt immer noch kaputt. Wir sind in der Mitte ein Kreis und links und rechts geht ein Arm weg, wo Öl durch soll. Aber den einen kannst du individuell jetzt am Auto verbringen. Das bringt uns also irgendwie nicht so viel. Gleich mal nachgeguckt, ein Neuteil, 147 €. Plus Versand. Mal gucken, ob wir das hier wenigstens kriegen. Ob es das hier aufzutreiben gibt. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal mit unserem Päckchen in die Werkstatt, in die Garage. Und geben das da ab. Vielleicht haben die noch irgendwie eine Möglichkeit. Vielleicht kann man auch aus alt und neu ein super neu machen. Kupplung ist abgeben. Die Arme sind jetzt, glaube ich, ein bisschen länger. 20 Kilo hat es gewogen und wir mussten eine Weile laufen. Glücklicherweise, die würden das Teil rankriegen. Sie bestellen das auch schon mal vorsichtshalber. Wir versuchen das, die versuchen das zu tauschen aus alt mach neu. Und im Falle des haben sie aber dann wohl Dienstag auch schon das Ersatzteil hier. Die Nummer passte, das kriegen sie hier ran. Glück für uns, Glück im Unglück möchte man sagen. Und so nochmal schlappe 140, 200 kanadische Dollar kostet das. Wahrscheinlich nochmal plus Taxes. Also 140, 150 irgendwie so. Stehen da nochmal auf dem Zettel. Läuft. Apropos Laufen. Hier wieder zurück zum Bus, ab nach Hause und dann... Oh ne. Würde ich saufen. Trink aber nicht. Ja, es ist Sonntag. Es hat sich also nicht so viel getan seit Freitag. Wir warten tapfer weiter. Morgen gibt es wie es weitergeht. Wir machen ein bisschen lokale Kultur heute. Eishockey! Es ist richtig kalt. Wir frieren die Pfoten ab. Wir gucken mal Calgary Flames gegen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, so ist okay. Also der Puck muss irgendwie rein. Genau. Der Runde muss ins Eckige. Und mal gucken, ob die ihre Schnauze hauen. Darf man ja da irgendwie machen oder durfte man früher. Mal gucken, was nimmt. Welcome home, your Calgary Flames! Please remain standing and join the singing voice of your Calgary Flames tonight. George Canyon, accompanied by Flames organist Ward C. and members of the Calgary Police Service in the performance of the national anthems. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam? Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. Here's the black team for you. With Harvey, what's he doing? Oh, there we go. That's better. Is that a breakaway? Oh, I love it. It counts. That's what you do. You just wait out there. Comes in his third year. She's number one. Now we can go.
Ihr seht's, ihr hört's, vielleicht, eventuell. Auf jeden Fall, wir fahren wieder. Die haben das Auto fertig gemacht, fertig gekriegt. Der gute Frodo Beule, er wackelt nicht mehr. Wir haben wieder einen Schleifpunkt. Und ja, das ist richtig gut. Wir hatten ja den kaputten Ausrücker. Die haben einen neuen eingebaut. Gott sei Dank, wie gesagt, konnten die das hier bestellen. Und Sah übel aus, die alte. ja, Hölle. So ausgeschlagen. War ein Oval nur noch in der Mitte. Der Zwei-Massenschwungrad. Leck mich fett. Aber war die erste Kupplung immer noch drin? Gehen wir zumindest von aus, weil wir haben ihn immer überholt mit, ich glaube, 150 oder so. Und jetzt sind wir ja bei 220.000. Das heißt, die 70.000 sind auf jeden Fall ohne Kupplungswechsel passiert bis jetzt. Und davor... Schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. Ja, richtig schön, richtig super. Die Werkstatt hat einen duften Preis gemacht. Ach so, Zentralausrücklager, da war ich stehen geblieben. Die haben die Arbeitszeit runtergenommen, dass sie quasi das Neuteil ausgeglichen haben. Wie nett von dir. Total. Also sind wir immer noch bei dem Preis, den sie vorher festgelegt hatten. Den verlinken sie euch. Und Kann man das brauchen. jeder, der mit seinem Auto hier mal nach Calgary kommt und irgendwann hat, German Car Specialist, da wird dir geholfen. War richtig gut. War eine nette Erfahrung. Und wir freuen uns, dass wir jetzt einen schnurrenden Frodo Beule wieder haben. Ich weiß gar nicht, ob wir von der Heizung erzählt haben. Falls nicht, die war undicht, die haben wir zum Schweißen gegeben. Die ist jetzt auch wieder eingebaut und funktioniert erstmal. Ob sie dicht ist, werden wir dann rausfinden. Wir haben noch kein Wasser drin. Jetzt gehen wir noch ein paar Sachen einholen und dann geht's morgen auf große Fahrt. Ab über den Highway. Wohl. Ihr seht's, wir sitzen im Van, wir haben uns eingelebt. Es ist immer noch ein bisschen frischlich, deswegen gibt es zur Erwärmung einen Tee. Heizung heizt, Wasser hält sie nicht. Das war ein Satz mit X. Schade drum, wir hatten beim Duschen schön, nennen wir es Wassereinbruch. Das war Aber es dauert nicht mehr so lange, dann kann man auch kalt duschen. Dann Ja. ist Sommer. wichtig, ist erstmal, dass er heizt. Duschen gehen kann man so. Aber das Auto fährt sehr schön. Es wackelt jetzt nicht mehr und es läuft sehr ruhig. Und Das ist in der Tat richtig gut. Wir sind mittlerweile sehr, sehr viel weiter gefahren als Calgary. sehr weit westlich. Und das zeigen wir euch dann natürlich im nächsten Video. Jetzt bedanken wir uns erstmal für den stolprigen Einstieg, den ihr mit uns bestritten habt. Und Wir hatten uns das alle gemeinsam, hatten wir uns das anders vorgestellt. Alle. es hätte richtig cool sein können. So haben wir das Beste draus gemacht. Und Calgary war trotzdem cool. Das stimmt. Und die Kupplung, irgendwann wäre sie halt gekommen und lieber halt in einer großen Stadt als irgendwo in freier Wildbahn. Da hätten wir andere Probleme gehabt. Von daher, toi toi toi, alle Duty Young. Und Er beobachtet schon wieder die Nachbarn. nein. Aber da ist irgendwas. Naja, ist alles gut gegangen. Und wir sagen nochmal Danke an unsere Lieferanten. Danke fürs Möglichmachen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.
bis zur nächsten Woche. Ihr habt euch wohl.